Herzlich willkommen. Maria Sibylla Merian ist eine Frau, deren Name oft im Schatten der Geschichte bleibt. Obwohl sie eine der bedeutendsten Naturforscherinnen und Künstlerinnen des Barocks war. Aber wie konnte sie sich als Frau im 17. Jahrhundert überhaupt einen solchen Namen machen? Ihre Leidenschaft für die Kunst bekam sie mit der Geburt in eine Künstlerfamilie in die Wiege gelegt und wurde auch von ihrem Stiefvater gefördert. Und das in einer Zeit, in der Frauen meist auf Hausarbeit beschränkt waren. Maria Sibylla Merian wurde 1647 in Frankfurt am Main in eine bedeutende Künstlerfamilie des Barocks geboren, bekannt durch den Verlag ihres Vaters, Matthäus Merian. Nach dem frühen Tod ihres Vaters heiratete ihre Mutter den Blumenmaler Jacob Marel, der Maria in der Kunst der Öl- und Aquarellmalerei unterrichtete, sowie die Kupferstich- und Radiertechnik beibrachte. Schon früh übertraf sie ihn künstlerisch und zeigte Interesse an der Natur und Insekten. 1665 heiratete sie mit 18 Jahren den Maler Johann Andreas Graf, einen ehemaligen Schüler des Stiefvaters, und zog mit ihm nach Nürnberg. Dort bekam sie mit ihm 2 Töchter, Johanna Helena Herold und Dorothea Maria Graff, die auch Malerinnen wurden. Noch in Nürnberg lebend, publizierte sie zuerst 3 Bände eines konventionellen Blumenbuches, und 1679 veröffentlichte sie die ersten beiden Bände ihres Lebenswerks, Der Raupen, wunderbare Verwandelung und sonderbare Blumennahrung. Als sie 38 Jahre alt war, zog die Familie in eine urchristliche pietistische Gemeinde nach Friesland und schon bald trennte das Ehepaar sich. 6 Jahre später, 1691, zog sie mit ihren Töchtern nach Amsterdam und betrieb zusammen mit ihnen die Malwerkstatt Merian Studios. 1699 reiste sie nach Surinam, um die tropische Flora und Fauna zu studieren. Ihre Reiseerfahrungen veröffentlichte sie in dem Werk Metamorphosis Insectorum Surinamensium, das wichtige Beiträge zur Entomologie leistete. In ihren letzten Jahren entschied sie sich zu einer niederländischen Neuausgabe ihres Raupenbuchs. Der 3. Band erschien erst kurz nach ihrem Tod 1717. Sie starb mit 69 Jahren in Amsterdam. Schauen wir uns nun ihren Malstil und ihre Werke genauer an. Ihr Kunststil war einzigartig. Sie kombinierte wissenschaftliche Präzision mit künstlerischer Schönheit. Ihre Darstellungen von Pflanzen und Insekten waren so detailliert, dass sie noch heute als Meisterwerke der Naturillustration gelten und sie zur Wegbereiterin der modernen Insektenkunde machte. Besonders faszinierte sie der Lebenszyklus von Insekten, den sie mit großer Genauigkeit dokumentierte. Eines ihrer berühmtesten Werke ist die Metamorphose des Seidenspinners. Diese detaillierte Illustration zeigt den faszinierenden Lebenszyklus eines Seidenspinners und ist ein Beispiel für ihre Fähigkeit, die Verwandlung von Insekten mit wissenschaftlicher Genauigkeit und ästhetischer Schönheit darzustellen. Ein weiteres bemerkenswertes Werk ist Narzissen, Vergissmeinnicht und Schmetterling. Die Farben und Details fangen die Zerbrechlichkeit und zugleich die Lebendigkeit der Natur ein. Schließlich ist da noch Chinesische Vase mit Blumen. Dieses Werk zeigt ihr Interesse an der Botanik vereint mit ihrer künstlerischen Raffinesse. Mit ihrem Lebenswerk revolutionierte sie die Entomologie und hinterließ der Welt eine Fülle von Kunstwerken. Zu Lebzeiten und im 18. Jahrhundert war sie hoch angesehen, wobei ihre Bücher mehrfach neu aufgelegt wurden, später jedoch an künstlerischem Wert verloren. Auch ihr Einfluss auf die Blumenmalerei in Nürnberg war bedeutend, wurde aber im 19. Jahrhundert durch schlechte Nachdrucke kritisiert. Erst ab den 1940er Jahren kam es zu einer umfassenden Wiederentdeckung, was zu einer intensiven biografischen Forschung führte. Wir hoffen, dass euch dieser Einblick in das Leben und Werk von Maria Sibylla Merian gefallen hat. Wenn ja, abonniert unseren Kanal für mehr spannende Kunstgeschichten.